Alle paar Jahre trifft sich die Welt, um zu zeigen, was möglich ist. Zukunftsvisionen, neue Technologien und große Fragen wie wollen wir morgen leben? Die Expo soll ein Ort sein für den Austausch, für Inspiration, quasi ein Schaufenster für die besten Ideen unserer Zeit. Klar, es gibt auch eine Menge Kritik, gerade wenn es um die Nachnutzung der Bauten oder um echte Nachhaltigkeit geht. Aber mal ehrlich, braucht die Welt nicht genau solche Orte, wo Leute zusammenkommen und über ihre Zukunft sprechen? Also lass mich das mal so sagen, wenn die Idee dahinter wirklich ernst genommen wird, wenn sie uns Menschen näher bringt, Kriege verhindert und Nachhaltigkeit fördert, dann brauchen wir wahrscheinlich doch viel mehr davon als weniger, oder? Und ob Osaka diesem Anspruch gerecht wird? Wir nehmen euch mit und wir schauen mal genauer hin. Okay, was ist denn da los? Ich muss jetzt 22 Minuten warten, um auf die Internetseite zu kommen. Leute. Jo, moin auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir sind in Japan unterwegs und weil ja gerade auch die Expo in Japan ist, und zwar in Osaka, doch müssen wir hingehen, denn wir sind ja Expo-Profis. Vor 5 Jahren waren wir in Dubai und somit haben wir auch einen hervorragenden Vergleich. Ne? Für Susi und mich ist es die 3. Expo. Ja, ich war in Hannover als Kind, Genau. Expo 2000. Und für Lottie könnte es, es ist jetzt die 2. Expo und du kannst noch theoretisch 14 Expos schaffen in deinem Leben. Ja, super. Also gucken wir uns das jetzt mal an hier, was hier so los ist. Ich hatte ja gehofft, wir sind hier die Einzigen, die hier die Idee hatten mit der Expo. Sieht aber nicht so aus. Eieiei, ich habe schon ein paar Befürchtungen. Also, das sieht jetzt schon hier sehr, sehr voll aus. Und wir sind noch nicht mal annähernd da. Wir sind gerade aus der Bahnstation raus. Und da vorne ist der Eingang. Aber wir strömen hier in einer Menschenmasse Richtung Eingang. Eigentlich sind wir schon zu spät hier. Ich habe das Ticket ja nochmal umgebucht. Ursprünglich wären wir am Wochenende hier gewesen, aber ich glaube, da hätte Marco mich... Wäre ich durchgedreht? Ja, so, also umgebucht. Und ich habe irgendwie vergessen, dass ich dann Entry Time, also die Eingangszeit, auch geändert habe von 11 Uhr auf 10 Uhr. Jetzt ist es schon es ist schon nach 11. Und man kann jetzt trotzdem hier nach Zeit getaktet verschiedene Eingänge nehmen. Wir hoffen so ein bisschen, dass uns das jetzt den Vorteil verschafft, weil wir so spät sind, dass wir früher reinkommen. Versteht ihr? Ja. Zu spät kommen bedeutet früher reinkommen. Ja, genau. Aber da ist immer noch eine Schlange. Und wenn das die Leute sind, die seit 9 Uhr hier sind, dann habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Mal gucken, was es wird. Ja, ganz genau. Ich verstehe diese Propaganda gar nicht, die jetzt im Vorfeld von der Expo da nochmal kam, dass hier nicht genug Tickets verkauft wurden. Ne? Also die alle um uns herum haben definitiv eins gekauft. Ja. Es ist voll. Richtig. Wir müssen richtig lange anstehen. Ja, wir müssen richtig lange anstehen hier. Das ist so. Und vor allen Dingen, wir haben den super Vergleich, weil wir waren ja in Dubai. Und ich weiß, man kann viel über Dubai lästern und es gibt auch genug von euch, die das tun. Aber, also in der Planung waren die auf jeden Fall ziemlich pfiffig. Die haben das nämlich sehr, sehr gut gemacht. Es gab auch eine Taschenkontrolle mit so einem Scanner und so, aber man hatte keine Schlangen. Man ist sofort durch. Ja. Also das war schon ziemlich cool. Innen gab es halt auch Wartezeiten mit den Pavillons. Klar. Weiß ich noch, irgendwie da konnten wir auch nicht so 1:1 in jeden Pavillon gehen. Ja. Aber trotzdem, der Eingang, den haben die sehr, sehr gut gemanagt. Und ich habe das Gefühl, dass Japan sich so ein bisschen Selber im Weg steht. selber im Weg steht und so ein bisschen Und verplant. man merkt es schon, ich habe da auch schon mal was zu gesagt und ich habe mich auch sehr oft bei dir ausgeheult. Ja. Man merkt es schon bei der Ticketbuchung, die App, die Webseite, also die ganze Buchung, das System verstehen, wie funktioniert das mit in die Pavillons Zeiten reservieren. Ehrlich, ich habe irgendwann aufgegeben. Ich habe einfach nur Tickets gekauft und habe gesagt, wir gehen da hin und wir gucken, wo wir reinkommen. Ich verstehe es nicht, es ist mir echt zu kompliziert. Ja. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt in Pavillons, weil in der Tat, du hast es ja gesagt, in der App muss man die Pavillons auch schon vorreservieren. Und man hat 3 unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, den Pavillon 2 Monate im Vorfeld zu reservieren, dann einmal 7 Tage im Vorfeld. Und wir sind jetzt aber ich sag mal, relativ spontan hier. Deswegen hatten wir jetzt nicht 2 Monate zum Vorreservieren. Naja, ein Ticket hatte ich tatsächlich schon
früher gekauft. Also als ich wusste ungefähr die Planung, wann wir in Osaka sind. Aber da konnte man noch nichts buchen. Also da war ich dann drin in diesem System und dann wollte ich mir die Liste anzeigen lassen der Pavillons und da kamen irgendwie 3 Pavillons und ich habe mich gefragt, warum. Und dann konnte man irgendwelche Shows noch aussuchen. Aber und dann dachte ich, okay, ja gut, vielleicht machen die das erst, wenn die Expo tatsächlich beginnt. Und dann habe ich vergessen, dann kriegt man keine Erinnerungs-E-Mail. Jetzt können sie das nochmal reservieren. Aber du kriegst irgendwie 5 Tage vorher täglich eine Erinnerung, was du alles nicht mitbringen darfst. Super. Leute. Ja, schauen wir mal, wie lange es jetzt dauert, bis wir hier durchkommen. Na gut. Okay. Es ging jetzt doch schneller Expo! als erwartet. Ich bin gespannt, ob wir in Pavillons reinkommen, aber ich freue mich. Los geht's. Los geht's. Wo geht's hin? Da. Ich glaube, es geht schon wieder los. Nee, das geht schon ganz gut los. Susi wollte einfach nur eine Karte haben. Also Ja, so weil ich auf dem Handy nicht klarkomme mit dieser App. Die App ist nicht geil. Nee. Also da muss man schon sagen, die ist halt irgendwie relativ schwierig zu verstehen. Ja. Und Susi wollte nur eine Karte haben. Und das ist... Ein Information Stand. Ja, das ist die Schlange, wo man sich anstellen muss, nur für die Karte. Also hier, da wartest du schon jetzt eine Stunde, dann hier auf eine Karte. Weil die Karte gibt es nicht umsonst, dafür sollst du noch 200 Yen bezahlen. Das finde ich okay. Das finde ich okay, aber das hätte man doch irgendwie am Eingang beim Warten irgendwas schon abfrühstücken können. Jetzt will ich doch loslegen. Ja. Jetzt will ich doch, keine Ahnung, in den japanischen Pavillon oder so. Oder Panasonic. Ja. Mal los. Und diese App startet gar nicht. Geht nicht. Geht nicht. Reservation is already sold out. So maybe there's some cancellation, somebody not showing up. I don't think so. I don't think there's no cancellation. Ach, weiß ich nicht. Weißt du, jetzt kommst du rein auf dieses Expo-Gelände. Ich weiß, wir meckern heute einfach viel zu viel, aber du kommst hier rein auf dieses Expo-Gelände, musst erstmal stundenlang warten. Ja, wir werden gerade gefilmt. Wir können ja mal zurückfilmen. Es ist so ein bisschen, also ich würde den Eingang von so einer Expo irgendwie anders gestalten. Nicht nur, dass du diesen Stress hattest, dass du so lange am Eingang warten musstest, um durchzukommen, sondern hier am Eingang sind jetzt so ein paar Pavillons und die sagen dir jetzt gleich am Anfang, du kommst hier aber nicht rein. Keine Also, Reservierungen nee. mehr offen heute. Ja, ist schon alles ausreserviert und kommt keiner rein. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, das zieht sich nicht so durch, ne? Weil die Karte, hast du gesagt, kostet auch über 100 Euro, ne? Also vor Beginn der Expo war sie günstiger, Ja. habe ich auch nicht verstanden. Und dann hatte ich nach Beginn der Expo noch mal einen Tag gebucht, da hat sie das Doppelte gekostet. Also wir haben einmal irgendwie 50 Euro nur bezahlt und jetzt 100. Keine Ahnung, war nicht so transparent. Wahnsinn. Oder versteckt. Ja, ich hoffe, wir können aber was machen trotzdem. Ja, Weiter geht's. okay. Ja, wir laufen mal weiter. Wir nähern uns jetzt hier dem Wahrzeichen der Expo, und zwar dieser Holzkonstruktion. Angeblich ja die weltweit größte Holzkonstruktion, die es so gibt. Und zwar ist die halt im japanischen Stil gebaut, so wie die ganzen Tempelanlagen auch in Japan gebaut wurden. Und das ist ein riesiger Kreis, der sich hier einmal auf dem Expo-Gelände befindet und den größten Teil der Pavillons einmal umkreist und umhüllt. Man kann sowohl unter der Konstruktion laufen als auch obendrauf. Aber schon beeindruckend. Also das sind schon ein paar Balken. Und zumindest, das ist ja immer ein großes Problem und ein Kritikpunkt an diesen Expo-Geschichten, man weiß nicht so genau, was dann halt anschließend mit diesen Geländen passiert. Das ist ja hier sowieso was ganz Besonderes, weil sie diese Insel, auf der sich die ganze Expo befindet, aufgeschüttet haben. Das war früher hier ein Müllplatz und jetzt ist es eine künstliche Insel aufgeschüttet worden. Und diese Konstruktion hier, da wollen sie das Holz zumindest nehmen und anschließend wieder und weiter verwenden. Ja, warte mal. Ich will mal gerade einmal hier die Navigation noch machen. Na, guck mal. Das ist so schlecht. Selbst der Link hier auf dieser Karte funktioniert. Das ist so ein bisschen Japan, ne? Hier ist eine Schlange. Und da weiß man noch nicht mal wofür.
die stehen hier an. Und so richtig sieht man gar nicht, wo das hingeht. Oder soll das da für den Pavillon sein? Das kann doch nicht deren Ernst sein hier. Okay, dann gehe ich zurück. Es dauert auch mal ewig, bis die Seite lädt. Also du hast immer so eine leere Seite irgendwie. Ja. Die Seite ist absoluter Schrott. Super also Schrott. die ist wirklich so nicht selbsterklärend und so komisch. So, dann sage ich, hier habe ich jetzt wieder meine Tickets. Und überall, also es steht kreuz und quer, so, dann versuche ich es nochmal. Ich möchte gerne für heute was reservieren, weil ich vorher zu doof war. Na, was heißt du doof? Dann sage ich wieder meine Tickets für heute. Oder vorsichtshalber auch schon mal die für, Mach mal heute. okay, heute. Die anderen zeigt er mir auch gar nicht mehr an, warum auch immer. So, dann sage ich mit den ausgewählten Bewerben. So, hier würdest du mal, jetzt müsste hier Ja, irgendwas, irgendein Pavillon irgendwas kommen, der kommen. frei ist. So, selbst wenn Alle, steht da ja. Es ist halt nichts frei, nirgendwo. Das ist der Hintergrund. ja, aber das war, als die noch nicht mal eröffnet war, auch schon so. Ah, okay. Also du konntest, selbst wenn ich da Japan, Scroll mal weiter runter, Japan lass mal eingegeben gucken. hab, hier ist ein X, 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 X. Kanada Pavillon, Korea. Internationale Rote Kreuz- und Halbmondbewegung da. UN-Pavillon, Serbien, Thailand. Zeig noch mal weiter. Ja, Halt dich okay. mal nicht so, wir wollen mal gucken, was hier noch frei ist. Vielleicht sind ja auch unsere skandinavischen Länder Was ist denn frei. hiermit? Japan, ja. Wenn das hier einfach eine Weltausstellung ist und die Zukunft zeigen soll, Dann verzichte ich. heißt Zukunft dann Überbevölkerung, zu viele Menschen überall, man kommt einfach nicht mehr dahin, wo weißt man du, will. Hier steht, ich habe mich beworben. Sobald der von Ihnen beantragte Pavillon die Veranstaltung endet, können Sie sich für die nächste Reservierung Okay, anmelden. man kann Bis 18 Uhr. eine einzige Anmeldung machen. 18 Uhr. Bis dahin kann ich nichts anderes reservieren? Kann ich mich jetzt trotzdem anstellen, so wie da vorne, wo 2 Stunden stand? Ja, das können wir mal gucken, ob das geht. Also kommt man jetzt auch so rein? Good day everyone, welcome to Australia Pavilion. Please come back and enjoy. Yeah, but we can't get in, right? Yeah, at the moment. We Please come need a over. reservation, right? At the moment, yes. What but do you mean with at the moment? It's inside and this line is crowded. So That's the for today reason. it's... At the moment. Yeah, for not, today? Not for today, at the moment. Oh, okay. Yeah. So what time would you recommend? I recommend the evening, like 5 to 6. Okay. Gonna be less Okay. crowd. Yeah. Thank you. Thank you very much. See ya. Oh, hier steht aber no need reservation. Oh, und es gibt extra Liebe. Welches Land ist? Also ihr denkt, wir laufen hier an den Leuten vorbei, weil die hier einfach stehen, aber die stehen hier nicht einfach, sondern das ist die Schlange nach wie vor immer noch für den indonesischen Pavillon. Indonesischer Pavillon, indonesischer Pavillon. Hier endet der indonesische Pavillon. Und ja, also das ist einer der Pavillons, wo man keine Reservierung braucht, allerdings halt auch ein paar Stunden steht. Dubai war cool. Wir schlendern ein wenig unter der Holzkonstruktion hier, denn wir wollen was essen gehen. Wir sind ja jetzt mittlerweile fast seit 3 Stunden, also 2,5 Stunden auf diesem Gelände. Wir haben noch keinen einzigen Pavillon gesehen. Nicht einen. Keinen. Nein. 0. Also wir sind jetzt hier einfach nur zum Spazierengehen hergekommen. Es ist Teurer absoluter Spaziergang. Wahnsinn. Ja, es ist ein sehr teurer Spaziergang. Und es ist eigentlich, wenn du es so siehst,
eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Also es ist schon ein bisschen Beschiss sogar, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also du zahlst hier unfassbar viel Geld, um hier einen teuren Spaziergang unter dieser Holzkonstruktion zu machen. Aber ich will ja hier ein Pavillon sehen. Ich will mir ja hier die Zukunft ansehen. Ich will ja nicht 1000 Schulkinder angucken, die hier auch auf dem Gelände rumlaufen. Und vor allen Dingen, du brauchst nicht für jeden Pavillon eine Reservierung, aber da, wo du es nicht brauchst, ist es auch so voll, Ja. dass du halt auch extrem lange anstehst. Also es ist so voll, dass sie selbst die vorgefertigten Wartelinien nicht mehr einhalten können, weil du noch länger stehst, als eigentlich überhaupt diese Wartelinien gebaut wurden. Ja, Wahnsinn. das stimmt. Ich guck mal. No. It's terrible here. Yeah. So many people. Do you see them all? This is so crowded here. It is like this. Yeah. How do you feel now? No. No. Sure. He can speak English, so So yeah, I'll change it. Okay, thank you. Wait a moment, please. Oh, okay. Hello, friend. How are you? So what kind of pavilion would you like to go? Any that's available. We are not picky. Sure. So if you like, I'll show the pavilions list. You don't have to make a Because if you choose a pavilion where no reservation is needed, you have to wait for 2 hours. So that's not acceptable. Sure. And also, if you want to make a reservation in the app, for our tickets, you cannot filter and say, show me only pavilions where they have available reservation for 3 people. 3 people. So this app is just driving me nuts. Sorry. I know it's not your fault. I'm not. Thank you very much. Sorry. So making reservation by using internet is a little bit complicated. Yes. So if you like, there is making reservation device over there. So if you like to use this, you have to prepare only your QR code of your tickets. So would you like to use that? Yeah. Do I have to get in line again? I waited already. Sorry, only 3 pavilions you can make a reservation, but I think the most interesting one is here of 3. So and And so, what is the time here? yeah, sure. I'll show you. So the earliest time is 5:40 from 5:40 p.m. Okay. And yeah, if you like, you can choose another one. Okay. So, how about this one here This one. for 3 people? So would you like to? So Can I, after I make reservation, also make other reservations? Or after I have to wait until this time to make a new reservation? yeah, so after you experience this pavilion, you can make another reservation. So sorry, you can. And how come I did not? I also checked this one on my app. There was nothing available, and now something is available here. Sorry about that. I think it's
Okay, I can choose this. Wollen wir den reservieren? Sorry Okay, about we that. make a reservation for this one. Yeah, so please push this resistance. Das ist ja der einzige, den man reserviert. It's fully sorry. booked. Sorry. It's So, ridiculous. is it 640? Yes, let's do this and try to register. Oh, yeah, you can. Okay. Sorry about that. Okay, you hear this a lot from visitors that they are frustrated. Sorry. I mean, Sorry. Yeah. Okay, I got it. yeah, Yeah, sorry. Actually, you have a tough job. I bought a season pass as well, but the system is really complicated, so I really annoy them. Yes. Sorry. Okay. Yeah, So I understand your feeling, but I'm really sorry about that. because it's like Universal Studios, you pay 160 euro, you go inside, but you can do nothing because waiting hour is like 2 hours for all the venues, and here is the same. Yeah, so normally in Japan, you have to wait so many, a lot of times. I'm not. I'm making space. I'm sorry. Sorry. Thank you for helping us. Ja, Thank you. danke schön. Thank you. Ja, das war ein bisschen ernüchternd, aber wir haben immerhin, ich will ja nicht nur meckern, wir haben eine Reservierung für... Gab ja auch nur eine Möglichkeit. Ja, es gab eine und die haben wir genommen. Ja, eine einzige Möglichkeit ist das. So, und Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. er hat eben auch noch mal gesagt, in Japan muss man oft lange warten. Das ist so Standard. Komm, wir hoffen mal, dass wir jetzt noch Sushi kriegen. Das wäre cool. Hier ist die Reservierung für heute Nachmittag. Ach nee, für 18:40 Uhr. Ja, 18:40 Uhr. Ja. Und danach, wenn dieses Event um ist, ne, dann können wir aber richtig steil gehen, weil dann können wir noch andere Sachen buchen. Ja, so Freunde der kulturellen Vielfalt. Wir haben jetzt mittlerweile 14:30 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt schon über 3,5 Stunden hier auf dem Expo-Gelände. Wir haben noch nicht einen Pavillon gesehen. Und wir wollen jetzt erstmal was essen. Und das Restaurant, was wir uns ausgesucht haben, nämlich Sushi, das hatte Lotti vorher schon im Internet gesehen. Da gibt es Running Sushi, allerdings digital auf dem Bildschirm. Und dann kann man das Sushi aussuchen und kriegt das dann in real geliefert. Das hatte sich Lotti gewünscht. Das ist nur blöderweise komplett am anderen Ende des Geländes, wo wir waren. Deswegen laufen wir jetzt hier auch schon die ganze Zeit. Das Gelände ist schon riesig, also muss man sagen. Und ich hätte ja gehofft, dass es hier hinten leerer wird. Vielleicht ist es ein bisschen leerer, aber auch nicht so spürbar merklich, dass man sagen würde, jo, hier ist aber richtig leer. Also deswegen toi toi toi. Die haben 336 Plätze bei diesem Sushi-Laden. Man konnte nicht reservieren, weil diese App schon wieder gesponnen hat. Und wir hoffen jetzt, dass wir da einen Platz kriegen. Aber ne, um die Uhrzeit ist Mittag eigentlich durch. Und die Chancen sehen eigentlich, würde ich sagen, ganz gut aus. Toi toi toi. Das ist nur ein Mecker-Video. Ja, Ja, das macht mir noch mehr schlechte Laune. Ich brauche jetzt echt was zu essen. ja, natürlich haben wir jetzt hier keinen Tisch bekommen, Ja, natürlich. weil das bis auf weiteres ausreserviert ist. Du musst schlecht 3 Monate dein Leben hier im Voraus planen auf der Expo. Das ist halt, hier musst du Beziehungen haben. Das ist es halt. Ne? Hier musst du den Betreiber kennen und dann kriegst du hier vielleicht unter Umständen mal einen Platz. Aber das ist auf jeden Fall jetzt bis weit im Voraus reserviert, ausgebucht. Und man hat jetzt, die ist auch gar nicht auf dich eingegangen, hat gesagt, ja hier, wir können mal die nächste Woche reservieren. Weil wir haben im Internet geguckt, das Ding ist, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas zu reservieren. Das ist bis auf Monate ausgebucht. So, aber das ist jetzt auch Pharmacy, das sind so kleine Shops, Souvenirs. So, ja, Sushi hat nicht funktioniert. Leider. Das ist sehr schade. Und Lotti ist auch sehr, sehr traurig deswegen. Weil wir auch in nächster Zukunft nicht die Möglichkeit haben. Weil der komplett ausgebucht ist. Aber jetzt sind wir einfach in den Restaurant gegangen, was hier um die Ecke ist. Und wir gucken gleich draußen. Ist doch egal. Naja, ist gut. Genau, also in ein Restaurant gegangen, was hier um die Ecke ist. 4 Stunden nachdem wir den Eintritt hier auf das Expo-Gelände gemacht haben, sitzen wir jetzt also mal im Restaurant, ohne ein Pavillon bisher gesehen zu haben.
was mich auch sehr frustriert. Aber ich hoffe, das Essen ist jetzt ja gut. Schauen wir mal. Und natürlich, um die Gemüter zu beruhigen, braucht man grünes Bier, ist ja logisch. Ich probiere das erste Mal Matcha-Bier. Meine Milch? Ja, weil du jetzt einen Schluck vom grünen Bier genommen hast. Eklig? Ich schmecke Matcha, aber kein Bier. Ja, ist interessant. Das ist mal was anderes. Und ihr wisst, was interessant ist beim Essen. Es schmeckt interessant. Und Lotti hat sich schon mal hier so ein Sandwich geholt. Fleisch-Sandwich. Schmeckt ganz gut. Aber es ist noch ein bisschen roh. Ja, Ja, das machen die so. Kampai. Ich mag ja sowieso diese Kombis, ne? Hier, dass sie dann halt immer so ein bisschen noch unterschiedliche Sachen hier mit dabei haben. Also in Form von Reis und dann ist hier nochmal so ein kleines Ei und Soße. Ach, ein Ei ist ja. Ja. トイレはございません。あらかじめ Ah. Ist ja unfassbar. 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 Wir sind in einem Pavillon. Ich fasse es gar nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind in einem Pavillon. Leute, wir sind in einem Pavillon. 5,5 Stunden später, nach Betreten des Expo-Geländes, sind wir jetzt unfassbar in einem Pavillon gelandet. Ah. Das gibt's doch gar nicht, Susi. War das der Pavillon jetzt? Geht's hier schon wieder raus? Sind wir schon wieder raus? Oh Gott, ich hatte so einen Schreck, dass wir schon wieder raus sind. Das wäre es ja gewesen. Reservation only. Huh? Only reservation. It's enough space. We can stand. We're not taking up any space. Maybe. Schade. Nee, da kommt noch eins. Naja, mal gucken. Und der andere hat gesagt, naja, ne, es kommen vielleicht nicht alle, um sich jetzt die Show anzugucken. Also nicht alle, die reserviert haben, kommen auch. Aber sie lassen uns trotzdem nicht rein. Ey, Susi, mal ganz kurz. Ja. Ich will nur mal ganz kurz meine Gedanken rauslassen, Ja, mach. bevor wir jetzt in die nächste Halle gehen. Dieses ganze Ding hier heißt Future City. What's the future city? Ey, du kommst da rein und du hast da Technik irgendwie aus den 80ern. Ja. Mit diesen richtig schlechten Monitoren über Ecke. Hey, wir haben noch eine Halle. Komm, gib noch nicht auf, Marco. Alter, ich finde es gerade richtig bitter und übel. Guck mal, hier ist noch ein Stempel. Auch vom Design Stempel. war es richtig Hey. scheiße. Oh, no reservation? Solarschmetterlinge. Ja. Solartulpen. Ja. Oh, guck mal, nicht nur Windräder, sondern Windräder mit Solar. Ah, Wind einsammeln. Ja, was soll ich sagen?
Ja, das war jetzt kein Länderpavillon, sondern ein Pavillon zum Thema Zukunft. Also wie sieht unsere Zukunft aus? Ich bin froh, dass ich schon so alt bin, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ne? Wir sind jetzt hier, das war unser erster Pavillon hier auf der Expo. Und an der Stelle muss ich mal sagen, ich bin ja auch so ein bisschen beruflich hier. Ne? Denn es geht ja auch bei diesen Pavillons immer so ein bisschen um Design, um gutes Design. Ja, ich weiß nicht. Was ist das? I don't know. Ich weiß auch nicht so genau. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Honda. Sind das Rollstühle? Aber es ist alles auf Japanisch. Okay. We cannot read Japanese. What is it? Na? Fliegt der? Stuhl? Das wäre witzig. Nein, der hat Rollen. Ach, der hat Rollen. Ah. Run for everything reservation. Yeah, it sucks. Really. Expo Japan? Sorry. Warum hat er das so lustig gefunden? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er das die ganze Zeit hört. So. No reservation! Oh. Guck mal, Marco. Ich habe das Wohnmobil für unseren nächsten Ausflug zum Mond gefunden. Ja, wir dachten immer, die Zukunft der Wohnmobile kommt aus China, aber... Mond. Nee, ist für den Mond. Aber darauf möchte ich Gott, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Ja, hier aber extra... nicht, wenn wir jetzt noch Sachen angucken wollen, Lotti. Gott, wenn ich mir Auf dem Rasen vorstelle, kannst du dass auch ich hier woanders extra fahren. hergeflogen bin, ne? Also extra mal 1-2 Tage nach Osaka, um mir die Expo anzugucken. Und dann ist das hier so, wie das jetzt gerade ist, ne? Also ich würde ja im Strahl kotzen. Also das ganze Zimmer wäre vollgekotzt. Ja. Es wäre Wir der haben- Flieger, alles. Also den Strahl würdest du von Deutschland noch bis nach Japan sehen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, wir haben noch einen zweiten Tag gebucht übermorgen. Ich überlege schon, ob ich das irgendwie noch mal verschiebe, weil wir auch noch ein bisschen in Osaka sind. Weil wenn man dann noch 7 Tage hat bis zum Datum, dann kann man irgendwelche anderen Reservierungen machen. Ja, weiß ich aber nicht, wie viel Glück wir da haben. Ja. Keine Ahnung. Also weil ohne Reservierung hier auf dieses Gelände gelassen zu werden, ist halt mehr als Ich frustrierend. erinnere mich aber, dass als ich mich mit dieser Lotterie befasst hatte, man konnte auch nur 3 Sachen auswählen. Ja, Und dann heißt es ja Lotterie. ja, ja. So, das heißt, du weißt noch nicht mal, Ja, ob du dafür Tickets bekommst. Ja. Vielleicht kriegst du auch nur 1 von 3. ja, ja. Und ich meine, wir waren jetzt ja gerade in diesem Pavillon, nennt sich Future City und sollte einen Ausblick auf die Zukunft geben. Und wenn ich das Ding sehe und das unsere Zukunft sein soll, Muss ich alles reservieren? alter Schwede, da wird mir ja ganz schlecht. Ne? Dann haben die da, Überbevölkerung. ja, Lässt nee, grüßen. also wirklich. Und dann, nee, ich verstehe vorne es war nicht. auch noch Ich Eiscreme. verstehe es auch nicht. Hier war auch welche? Also, naja. Susi, warte mal. Was denn? Was denn? Weißt du, was komisch ist? Hä? Normalerweise wollen alle in die EU. Hier auf dem Expo-Gelände nicht. Nee, das ist eine kurze Schlange. Ja. So, wir laufen jetzt hier mal einfach quer über das Gelände von West nach Ost quasi, weil wir ganz gerne zum nordischen Pavillon wollen. Und was halt sehr, sehr schön ist, die haben hier in die Mitte der Anlage einen Wald gebaut. Der Wald der Stille oder sowas heißt der, glaube ich. Und das wertet natürlich dieses ganze Gelände auch sehr, sehr auf, dass du hier so eine kleine Ruhezone hast, in der du dich dann halt einfach auch von den Menschen ein bisschen erholen kannst, weil ihr seht, hier ist es auch gleich viel leerer, wenn man hier an diesem Wald angekommen ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Und Schatz. dann ist nicht mehr so viel los. Aber ist so, ne? Also Welches Land ist das? Peru. Welches Land ist das denn? France. Was ist Frankreich? Susi, Ja, ich glaube, da gibt's Käse. dann will ich da auch Die hin. stehen bestimmt wegen Käse an, oder? Free cheese for everyone.
Portugal-Pavillon, sieht auch spannend aus. Ist hier mit so Bändern. Es ist so verrückt, es wird schon langsam dunkel. Ja. Ja, die Sonne geht unter, hätte ich beinahe gesagt, scheiße. Und wir sind jetzt hier beim Nordic Circle angelangt. Aber wie man sieht, auch schon wieder richtig Schlange vorm Tempel. Weiß ich nicht, ob wir da reinkommen. Ah, hier wollten wir rein. In diese wunderschöne Holzkonstruktion. Aber wie gesagt, da ist schon wieder eine Schlange vor. Hello. So what would you say? How long do we have to wait? About 15 minutes. Oh, okay. Thank you. 1,5. Ja, das ist okay. 15 Minuten. 15 Minuten. Das geht ja dann schnell. Ist okay. Geht ja noch. Ja. Welcome to the Nordic Pavilion. While you are in this queuing area, please go ahead and scan the QR code you'll find on the poles. You can get a taste of what makes the Nordics some of the happiest and beautiful places in the world. Ich dachte, ich komme rein und kriege gleich heimatliche Gefühle und sehe Weite und Felder und quasi Dünen. Naja, du siehst ja hier einzelne Bilder, die dir vielleicht bekannt vorkommen. Nein, Mann. Boah, das gibt's ja gar nicht, ne? Also es zieht sich durch. Ich habe mich auch schon wieder auf diesen Pavillon, auf den Nordic Pavillon gefreut. Ich dachte, da geht es jetzt nochmal richtig ab. In Dubai, ich weiß gar nicht mehr welcher Pavillon, Island-Pavillon war das, glaube ich, da hatten sie einen Geysir. In der Mitte des Raums war ein Geysir, der da nochmal ein bisschen Wasser gesprüht hat. Und jetzt hier einfach ein so unemotionaler Pavillon für die nordischen Länder. Unfassbar. Und wir sind ja in allen nordischen Ländern gewesen und man hätte so geile Sachen draus machen können. Man hätte einfach, also es ist, als wenn die verhindern wollen, dass irgendwer diese nordischen Länder besucht. Kann ja auch sein. Kann ja auch eine fahr da nicht hin. Nee, fahr da nicht hin. Ist auch Fahrt woanders hin. ist sowieso furchtbar. Dann bleibt das schön leer. Jedes Land furchtbar. Also Schweden ganz schrecklich. Oh, Ne? Norwegen, Boah. ey, friert euch den Arsch ab. Ja, lasst Norwegen auch ganz furchtbar. Und vor allem, da gibt es gar nichts außer Steine und Wasser. Ne? Und Dänemark, ja. da gibt es nicht mal Wald. Also eigentlich nichts zu sehen. Dänemark ist auch, ne? Wer will nach Dänemark? Ja, nichts Spannendes da. Und Island sowieso, also da muss man ja die ganze Zeit aufpassen, dass ja nicht die Vulkane da um die Ohren fliegen. Leider, fliegen, genau. Also hier, und da finde ich jetzt, ne, nebenbei, wo wir jetzt gerade hier vorbeilaufen, nochmal ganz kurz, finde ich ja so ein paar olle Bäume Was ist in die das? Gegend. Ja, ich weiß nicht, aber viel emotionaler, ne? Hier hätte ich gesagt, alles klar. Guckt euch das mal an, das wäre doch auch ein Pavillon gewesen, da hättest du gesagt, ja, jetzt noch ein paar Mücken da rein, dann ist es Finnland, ne? Das ist übrigens abgebrannte Holz. Ja. Solarbänke. Solarbänke. Hier kannst du hier. Ne? Ah. Meins geht nicht, vielleicht geht's dein Und Schatz. kannst du da auch Musik hier abspielen oder was? Nee. Oh, das weiß ich nicht.
rein und ja, aber abends wie immer geile Lichtstimmung. Ja, Dann wandelt sich das alles nochmal. Also, aber trotzdem, in den Pavillon kommen wir trotzdem nicht. Nee, aber ich muss sagen, die Architektur gefällt mir. Ich würde in vielen Sachen gerne reingehen. Bei manchen Sachen hat man Glück. Ja. Da ist nicht so viel los abends. Gehen auch vielleicht viele nach Hause. Ja. Die Schulklassen sind jetzt auch weg. Ja, das stimmt. Und wir haben jetzt tatsächlich noch unsere letzte Reservierung. Am 3. September 24 geboren. Jetzt endet dieser Tag auch noch mit Regen hier, ne? Dafür kann die Expo aber jetzt nichts, oder? Naja, doch, irgendwie schon. Also, Hättest du reservieren müssen, das Wetter? ja, genau. Ich hätte Sonnenschein reservieren Hast du müssen. nicht gemacht? Ja, Nee, hab ich nicht gemacht. Nein. Ja. Ah. Ich habe immer meinen Nachtisch aufgegessen. Ja. Also daran kann es nicht liegen. Es ist jetzt kurz nach 9 und wir sind, eigentlich mussten wir auf Klo, hier in so einen gemischten Pavillon eben rein. Und es war total nett. Ja. Dann war Slowenien, wir haben Montenegro. Ja. Ja, die kleinen Pavillons sind echt nett, die sind nicht spektakulär, aber die Leute sind nett gewesen. Die Man kann super nett mit denen quatschen und so, genau, die haben halt auch Zeit, weil da auch keiner hin will. Ja. Also da sind halt auch keine Leute und deswegen freuen die sich auch über alle Leute, die sich halt einfach dafür interessieren und einen kleinen Klönschnack halten. Ne? Und also das hat sich dann schon wieder gelohnt, muss ich sagen, aber ansonsten war das heute echt ein beschissener Tag. Also wirklich. Wenn mich einer fragen würde, lohnt sich das hier einmal zur Expo, ich würde sagen, nee. Nein. Auf keinen Fall. Das ist echt Schrott hier mit diesem App-System, mit diesem Reservieren, mit der Internetseite, mit diesem Anstellen vor Pavillons, wo du dann halt irgendwie 2 bis 3 Stunden anstehst, um da in 10 Minuten durchgeführt zu werden. Ja. Also, das habe ich auch schon at Universal Studios. Nein, danke. ja, nee. Also das ist, es ist einfach viel zu viel. Also viel zu viele Leute reingelassen. Na gut, so ist es halt. Meckern auf hohem Niveau. Leute, vielen Dank. Haltet die Ohren steif. Es gab nicht viel zu sehen von der Expo, außer hier zwei meckernde Hamburger in der Ferne. Das können wir. Ja, das können wir. Zumindest das können wir. Also, haltet die Ohren steif. Bis dann. 列車の到着、出発までもうしばらくお待ち願います。 Ja, das hier ist ja Super-GAU. Das Messegelände ist ja hier auf so eine Insel gebaut. Weit draußen vor Osaka. Und jetzt, also man hat nicht viele Möglichkeiten hier wegzukommen. Mit der Bahn kann man weg, aber die Bahn fährt nicht mehr. Hier ist alles gesperrt. Und es geht nicht weiter. Die hinten stehen schon irgendwie seit einer halben Stunde in der Bahn drin. Hier bewegt sich gar nichts. Zum Glück wird von oben nicht noch nachgeschoben. Ich glaube, die haben oben den Eingang gesperrt. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Krönung des Tages. Die Krönung des Tages. Also es ist echt bitter hier. Aber ich glaube, um die Uhrzeit ist dann keiner mehr. Junge, eine Stunde später und die Bahnen fahren wieder. Es ist echt die Krönung für heute. Das fehlt echt die noch Krönung am Ende, für heute. ne? Ja. Naja. Meine Güte. Und Lotti hat ein bisschen Hunger und ist müde, ne? Das haben wir uns anders vorgestellt. Absolut. Meine Güte. Naja.
Toi, 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 hoffentlich kommt hier die Bahn gleich. Hoffentlich kriegen wir Sitzplatz. Ja, oh, das wär's ja. Das glaube ich nicht.